Deutschland hat die Spendierhosen an. 500 Milliarden plus X sollen ausgegeben werden, wurden jetzt als Sonderschulden aufgenommen und naja, es wird komisch verteilt. Ich möchte heute mit euch über Digitalisierung sprechen und was daran fehlt und was wir eigentlich damit machen sollten. Denn meiner Meinung nach ist die Art, wie wir Digitalisierung in Deutschland aktuell denken, genau das große Problem, warum es bei uns einfach nicht funktioniert, beziehungsweise nicht funktionieren kann. Und da müssen wir auf ein paar Themen zu sprechen kommen. Wir gucken uns erstmal an, wo geht eigentlich das Sondervermögen hin? Also zunächst einmal 100 Milliarden Euro sollen an die Bundesländer gehen, die dürfen damit haushalten. 100 Milliarden sollen an den Klimaschutz gehen und x Milliarden, die wir noch nicht wissen, sollen an die Verteidigung hauptsächlich gehen. Und der Punkt 3, 300 Milliarden sollen in die Infrastruktur gesteckt werden und darunter fällt auch zu einem gewissen Teil die Digitalisierung. Und naja, dafür muss auch irgendwo das Geld eingespart werden. Zumindest hieß es das jetzt. Und das soll gemacht werden beim Elterngeld und beim Bürgergeld. Und da will ich kurz mit euch ein bisschen genauer reinschauen, denn das zeigt schon, was wir eigentlich an der Digitalisierung nicht verstanden haben. Zunächst einmal, die CDU oder die CSU-Leute sagen, dass eine Reform des Bürgergelds absolut notwendig ist und unbedingt auf die Agenda kommen muss, weil das Bürgergeld beschäftigungsfeindlich ist und Menschen in der Arbeitslosigkeit zementiert und zu bürokratisch ist. Sie wollen es umgestalten zu einer neuen Grundsicherung, die die Arbeitsaufnahme wieder anreizt, anstatt sie zu erschweren. Und die Jobcenter versinken in Formularen bzw. Formularlawinen, heißt es hier so schön wörtlich. Und dem kann man ja erstmal recht geben. Man möchte, dass Menschen wieder enabled werden. Man möchte Menschen befähigen, in den Arbeitsalltag zurückzukehren. So, und natürlich ist es unfassbar bürokratisch. Und genau das ist der Punkt, über den ich mit euch reden will. Denn kurz drauf liest man das hier. Man möchte eine neue Grundsicherung einführen und das Bürgergeld soll all denen gestrichen werden, die sich weigern zu arbeiten. So, und da haben wir eigentlich schon genau das große Problem. Das ist übrigens derselbe Artikel, alle Quellen sind unten verlinkt, ihr kennt das ganze Spiel. Das Problem dabei ist nämlich, wenn wir eine neue Grundsicherung einführen, aber im Endeffekt genauso nach Richtlinien suchen, wie man das Bürgergeld kürzen kann, beziehungsweise wie man irgendwas kürzen kann, dann landen wir trotzdem wieder in genau der Situation, in der wir jetzt gerade sind. Man muss kontrollieren, man bekommt Formularberge, weil anders geht's aktuell nicht, wie oder ob jemand überhaupt Bürgergeldempfänger sein darf oder wie man ihn loswerden könnte. Und dazu eine kleine schöne Notiz. Die meisten Langzeit-Bürgergeldempfänger haben Vermittlungshemmnisse. Ich verlinke euch die Studie, die ich dazu benutzt habe, unten in der Beschreibung natürlich auch wieder. Das heißt, ihnen fehlt es nicht an der Lust, dass sie wieder in den Arbeitsmarkt zurück wollen, sondern es fehlt ihnen an Fachqualifikationen. Fachqualifikationen, die man erstmal irgendwie erwerben muss. Wenn man keinen Abschluss hat, keinen Schulabschluss hat oder auch keinen Studienabschluss hat oder keine Ausbildung gemacht hat, dann ist es grundsätzlich schwieriger, einen Job zu finden. Und genau das sind diese Vermittlungshemmnisse. Und über 50% haben sogar 2 Vermittlungshemmnisse. Ein anderes Vermittlungshemmnis ist, wenn man zu alt ist für den Arbeitsmarkt, weil man dann nicht mehr so gerne gesehen wird von manchen Firmen wohl. Und insgesamt bezieht sich das aber nur auf 1,3% der Bürgergeldempfänger, dass sie wirklich total Verweigerer sind, sprich sich weigern zu arbeiten. Und das wird immer ganz schön hochgeblasen, beziehungsweise es wird gesagt, hey, das ist genau da, sparen wir Milliarden. Aber es ist halt nicht so viel. Es sind nicht mal 20.000. Und deswegen gibt es in dieser wunderschönen Studie auch mal eine Rechnung. Und ich mag Zahlen. Habt ihr wahrscheinlich noch nicht gemerkt. Zahlen sind toll, denn jetzt können wir uns einmal angucken, was insgesamt die Ausgaben des Bundeshaushaltes waren für alle Leistungen, die aufs Bürgergeld bezogen sind. Im Jahr 2023, weil 2024 ist noch nicht erhoben. So, davon gingen also das ist das Geplante. Dafür soll es ausgegeben worden sein. Also mit der Kontrolle ist immer so ein bisschen schwierig, wie wir gleich sehen werden. Das Bürgergeld sind hier ungefähr ein Drittel, die Unterkunft ein anderes Drittel ungefähr. Dann natürlich die Sozialversicherung, weil die muss auch irgendwer übernehmen. Also zum Beispiel Krankenkasse, das kann man ja nicht bezahlen, wenn man kein Einkommen hat in dem Sinne.
Und dann gibt es zwei sehr, sehr spannende Punkte, nämlich die Verwaltung, die kostet 11,7% und Eingliederungsleistungen, also quasi Förderung, damit man auf dem Arbeitsmarkt plötzlich diese Fachqualifikation bekommt, die wir gerade schmerzlich vermisst haben. Diese Vermittlungshemmnisse, ihr habt es gerade gehört. Und zwar, da gehen 7,2% der Gelder drauf. Das hört sich jetzt erstmal viel an, das sind ja ungefähr fast 20%, die wir hier mit der Bürokratie verschwenden und 7,2%, die halt, naja, irgendwie Förderungen sind halt, ne? Das Problem ist, diese zwei Gelder, also jetzt abgesehen von Bürgergeld, Unterkunft und Sozialversicherung, diese beiden hier gehen an die Jobcenter direkt und die dürfen sich das einteilen, so wie sie das brauchen. Behaltet ungefähr das Verhältnis mal kurz im Kopf. Die Verwaltung hat ein bisschen mehr zur Verfügung als Eingliederungsleistung. Und wenn wir uns dann aber tatsächlich angucken, wie die Jobcenter das verteilen, sieht das so aus, laut dieser Studie, die ich euch unten verlinkt habe. Die Ausgaben der Jobcenter sind frei verfügbar. Das heißt, die können sich selber aussuchen, setzen sie jetzt mehr auf Kontrolle, sprich kontrollieren sie mehr, wer dieses Bürgergeld überhaupt bekommt und streichen das dann den Leuten, die es vielleicht nicht mehr bekommen, oder streichen es einfach pauschal und nur nach 50 Mal Anfragen bekommt ihr es dann eventuell. Und ich glaube, dass wir in der nächsten Zeit leider noch ein paar mehr solche Fälle haben, wo wir es mal brauchen, definitiv, weil wir uns umorientieren müssen. Das ist aber Thema für ein anderes Video und das hat wieder mit KI zu tun. Das will ich jetzt hier gar nicht so sehr anreizen. Aber das andere ist, wie wir das wirklich verteilen, das ist, wie gesagt, den Jobcentern überlassen. Und hier sind über 60% mittlerweile Verwaltungsaufwand. Und da sind wir in Milliardenbereichen. Einfach nur, um zu prüfen, ob eine Person dieses Bürgergeld haben darf oder nicht. So. Und dadurch entsteht das hier. Theoretisch, wie gesagt, gibt es ja diese Verteilung, die vom Bund, naja, nicht vorgeschlagen, aber so angestrebt werden sollte. Aber in der Praxis dürfen sich die Jobcenter die Verteilung selber aussuchen. Und da haben wir ein deutliches Verwaltungsplus, also das heißt, die Verwaltung kostet deutlich mehr, als es geplant war, während die Eingliederungsmittel, also sprich Förderung, damit man dieses Vermittlungshemmnis, dass man nicht qualifiziert ist, los wird, dass man eben dieses Fachpersonal hat, das wird gekürzt, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Sprich, mehr ausgegeben für Verwaltung, und zwar nicht ein bisschen mehr, nein. Hier, 2024, für den unteren Teil sind die Zahlen noch nicht da gewesen, aber 2024 waren wir bei über ungefähr 1,5 Milliarden mehr für die Verwaltung, als geplant war. Und wir waren 2023 ungefähr bei 600 Millionen weniger für die Förderung, als eigentlich geplant war. Sprich, sehr viele Gelder werden aus dem Bereich Fördermittel genommen und in den Bereich Verwaltung gesteckt. Und dadurch ist das Ding einfach wahnsinnig teuer. Es wird sehr, sehr teuer dadurch. Und natürlich, wenn man Menschen nicht fördert, dass sie in einen Job reinkommen, wie gesagt, Vermittlungshemmnisse, dann werden es auch weniger Menschen, die aus diesem Bürokratiemonster namens Bürgergeld rauskommen. Weil wenn ich keine Förderung bekomme, bin ich für den Arbeitsmarkt plötzlich immer noch nicht wertvoller. Im Gegenteil, je länger man keine Arbeit hatte, desto mehr als Vermittlungshemmnis wird das gezählt. Sprich, es wird schwerer, die Person zu vermitteln, je länger sie Bürgergeldempfänger ist. Und deswegen sehen wir hier, aha, statt 13,7%, die noch im Jahr 2014 abgegangen sind an Arbeitslosen, sind wir jetzt nur noch bei 5,5%. Das ist nicht mal mehr die Hälfte. Das heißt, es bleiben mehr Menschen Bürgergeldempfänger aus offensichtlichen Gründen. Ich habe euch hier mal ein Meme mitgebracht, das kann man schön teilen, das kann man schön klippen, gönnt euch. Es ist ja relativ klar, dass wenn man mehr Geld für die Verwaltung ausgibt, das Geld irgendwo herkommen muss, dementsprechend wird mehr gekürzt bei der Weiterbildung, dementsprechend fehlt die Fachqualifikation und dementsprechend bleiben mehr Menschen natürlich im Bürgergeld hängen. Ja, und jetzt möchte man wohl noch mehr kürzen. Naja. Eine ganz kurze Anmerkung von meiner Seite und ich weiß, ja, natürlich ist kein Sponsor auf diesem Video, aber ich habe eine News-App gebaut, sowohl für Apple als auch für Android. Wenn ihr da einfach mal reingucken wollt, die News könnt ihr erstmal komplett gratis verwenden. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Premium-Feed haben. Der ist dann über Werbung aktivierbar oder über ein Abo, aber ansonsten könnt ihr das ganze Ding auch komplett for free benutzen. Ich verzichte komplett auf Clickbait da drin, deswegen gibt es auch
nur diesen Feed. Ihr könnt ihn aber auch noch zusätzlich customizen. Mittlerweile haben wir da auch YouTube-Kanäle und ich habe ein Update gepusht, dass die YouTube-Kanäle jetzt auch vernünftig funktionieren. Ihr könnt aber auch Reddits oder Subreddits abonnieren und wie gesagt, jeden Feed, den ihr online irgendwie findet, das ist ein RSS-Reader im Grunde genommen. Und dadurch habt ihr nach jedem Nachrichten einfach ein festes Ende und ihr seid nicht am Doomscrollen oder sowas. Deswegen, ja, kann ich euch nur empfehlen, aber das soll es auch schon wieder gewesen sein. So, der zweite Bereich, der gekürzt werden soll, ist das Elterngeld. Und hier habe ich einfach mal die ganz einfache Rechnung aufgemacht. Ey, wenn wir in diesem Jahr jetzt gerade keine Kinder machen können, dann haben wir in 20 Jahren keine Arbeitskräfte. Ist relativ leicht zu errechnen. Und ich bin ehrlich mit euch, meine Mom hätte mich nicht durchbekommen ohne Elterngeld und hätte sich zweimal überlegt, ob sie ein Kind oder gar vielleicht 2 oder mehr Kinder bekommen möchte. Und dementsprechend zu sagen, also das wurde hier tatsächlich in dem Artikel erwähnt, dass das Bürgergeld ja, dass das Elterngeld ja nur eine Lappalie sei und eigentlich gar nicht wirklich wegweisend und gar nicht so eine große Hilfe sei und deswegen kann man es auch gleich streichen. Das finde ich hier ein bisschen problematisch, denn dann wird Fachkräftemangel auch nicht besser. Und dann im gleichen Atemzug zu sagen, man möchte die Mütterrente anheben, wodurch der Beitragssatz der Rentenversicherung um die 0,25 Prozentpunkte steigen würde und dadurch noch mehr Belastung für die Leute, die gerade arbeiten, entsteht, also sprich noch mehr Knappheit, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber das nur als Randnotiz. Wir wollen uns hier nämlich mit was anderem beschäftigen und zwar mit der Digitalisierung. Wir haben ja schon gemerkt, dass das Bürgergeld ein wahnsinniges Bürokratiemonster ist und wahnsinnig viele Verwaltungsgelder verschlingt. Gleichzeitig haben wir gemerkt, es ist eigentlich Geld da, um diese, Digitalisierung eigentlich vorwärts zu bringen. Ich meine, 300 Milliarden ist nicht wenig. Das ist sau viel Geld. Insgesamt haben wir ja über 500 Milliarden zur Verfügung. Und jetzt wollen wir natürlich auch einen gewissen Teil in die Digitalisierung stecken. Zumindest ist das der Plan. Und ich habe euch hier mal eine Studie von 2024 von Prognos rausgesucht. Quelle, wie gesagt, natürlich unten. Und die kommt zu dem Schluss, dass etwa 46 Millionen Arbeitsstunden in der Verwaltung pro Jahr gespart werden können, wenn Digitalisierung vernünftig umgesetzt wird. 46 Millionen Arbeitsstunden. Da kommen dann nochmal 4,2 Millionen Stunden, die wir warten einfach für einen Termin oder bei unserem Termin an der Behörde, kommt da einfach auch nochmal oben drauf. Die sind da nicht mal eingerechnet. 46 Millionen Arbeitsstunden, das entspricht bei einem Kosten von 173,92 Euro pro Stunde für einen Beamten etwa 8 Milliarden Euro, die wir einsparen könnten. Und das ist hier jetzt relativ plakativ. Wir werden natürlich keine Beamten irgendwie rauswerfen dafür, aber überlegt mal, wenn diese Beamten, die sich aktuell mit sowas, was man automatisieren könnte, die Zeit totschlagen müssen, dann können diese Menschen auch ganz einfach wieder andere Tätigkeiten machen. Es geht nicht darum, dass die ersetzt werden oder rausgeworfen werden. Ein großer Teil geht bald in Rente und den müssen wir irgendwie ersetzen, weil wir sind zu wenig. Unsere Generation ist einfach nicht genug. Aber auf der anderen Seite, die noch da sind, die beschweren sich über Unmengen an Arbeit. Man wartet auf Antwort von einem Amt nicht ohne Grund so lange. Die sind völlig überlastet. Und dementsprechend geht es gar nicht darum, dass man hier sagt, hey, wir wollen diese Menschen rauswerfen. Nein, im Gegenteil. Man entlastet sie, sodass sie überhaupt erstmal wieder ihre Arbeit machen können. Und dann, wenn noch ein paar Leute da sind, die wirklich auch noch Zeit übrig haben, dann können die an andere Aufgaben gesteckt werden. Zum Beispiel eine KI-Strategie entwickeln, von denen gleich noch die Rede ist, das zeige ich euch. Aber dazu muss natürlich erstmal Kapazität freigeschafft werden. Ich habe Kontakt zu ein paar Leuten, die als ITler auf dem Amt tätig sind. Und die Aussagen, die ich jedes Mal höre, sind eigentlich, erstens, ich habe null Zeit. Zweitens, ich bin völlig überlastet. Und drittens, die Zeit, die ich verbringe, bin ich mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. Immer. Auch die ITler übrigens. Das Tagesgeschäft ist das, was man halt so am Laufen halten muss. Sprich, manchmal muss ein Server gewartet werden, manchmal müssen Menschen betreut werden, manchmal passiert einfach irgendwas, worum man sich kümmern muss. Das ist völlig normal. Wenn aber das Tagesgeschäft so fordernd und so zeitintensiv ist, dass es 100% der Arbeitszeit von allen Menschen auffrisst, dann kann man sich nicht mehr weiterentwickeln. Und genau an diesem Punkt sind wir gerade. Wir können uns, oder man kann sich in der Verwaltung nicht mehr weiterentwickeln, weil keine Kapazitäten da sind. Da wollen viele eine Änderung haben. Die merken selber, dass man das braucht.
So, oder ihr, falls ihr dort arbeitet. Und wenn man dann diese Kapazitäten übrig hat und diese Stundenkapazitäten woanders verfügbar sind, dann kann man weitere Projekte machen. Dann kann man zum Beispiel weitere Themen automatisieren, digitalisieren. Man kann von mir aus dann überhaupt erstmal anfangen, darüber zu reden. Aber aktuell muss man erstmal den Grundstein setzen. So, und da müssen wir kurz drüber reden. Was geht denn von diesen 300 Milliarden eigentlich wirklich jetzt in die Digitalisierung von Verwaltung? Nun, es stellt sich raus, also ich habe keine genauen Zahlen gefunden, weil es ist noch nicht klar, wo das Geld hingeht. Aber es stellt sich raus, dass 300 Milliarden gar nicht so viel Geld ist, wie wir eigentlich brauchen. Also, wie gesagt, die anderen 100 Milliarden für Klimaschutz brauchen wir nicht einrechnen und nochmal 100 Milliarden brauchen wir auch nicht einrechnen, die die Bundesländer bekommen, weil sehr, sehr viel muss eigentlich vom Bund bezahlt werden. Und 315 Milliarden, schätzt der Bundesverband der deutschen Industrie, brauchen wir allein für Verkehr, also kaputte Brücken zum Beispiel, Gebäudesanierung und den Ausbau von Kitas und Schulen. Und damit ist nicht die Digitalisierung von Kitas oder Schulen gemeint, damit ist einfach die marode Bausubstanz gemeint. Also basically, die Gebäude stürzen ein. Wir brauchen irgendwas, was die Dinge aufrechterhält. So, das ist erstmal 315 Milliarden teuer, schätzt der Bundesverband der deutschen Industrie. Das übersteigt die 300 Milliarden, die wir haben eigentlich schon. Das Institut der deutschen Wirtschaft und Institut für Makroökonomie haben auch eine Schätzung rausgegeben und die sind bei 600 Milliarden angekommen für Infrastruktur und Transformation. Und damit ist auch nicht die Digitalisierung gemeint. Spannend. Das ist doppelt so viel wie das, was wir haben. Naja gut, ein SPD-Abgeordneter hat auf jeden Fall dazu gesagt, also als man ihn gefragt hat, wo das Geld für Digitalisierung eigentlich hingehen soll, auf jeden Fall in die KI-Infrastruktur. Und ich will hier einmal ganz kurz ehrlich mit euch sein, bevor wir KI machen oder überhaupt dran denken, KI machen zu können, brauchen wir erstmal ein vernünftiges Fundament, auf dem eine KI überhaupt arbeiten kann. Weil eine KI arbeitet momentan nicht an einem Schreibtisch, nicht mit Papieren und nicht mit Unterschriften. Aber dazu gleich mehr. Zunächst einmal, es gibt in Deutschland schon einige Leistungen, die digitalisiert wurden. Im Grunde genommen, man kann zum Beispiel BAföG online beantragen. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Und das ist eine von vielen Tätigkeiten. Dazu könnt ihr zum Beispiel auch die App runterladen, die wir tatsächlich vom Bund haben, und zwar die Bund-ID. Jetzt ist allerdings die Bund-ID natürlich ein bisschen länderabhängig, aber trotzdem wollen wir alle dieselbe App benutzen, weil, naja, wenn wir umziehen, dann kann es ja sein, dass wir in ein anderes Bundesland ziehen. Und die Bund-ID ist für alle Online-Dienste nutzbar in diesen Ländern hier, während sie nur für manche Online-Dienste genutzt werden kann in diesen hier. Und das hier sind ein paar relativ große. Bayern, Baden-Württemberg sind jetzt nicht gerade klein und Rheinland-Pfalz auch nicht und Sachsen und Schleswig-Holstein ist auch nicht. Also vor allem die Stadtländer haben sich hier dafür entschieden, einfach die Bund-ID zu benutzen, während manche Länder einfach sagen, wir machen eine eigene Sache. Und deswegen sieht das so ein bisschen zerrüttet aus. Blau ist übrigens nicht gut. Dunkel oder rötlich wäre gut, denn das zeigt an, wie viele Dienstleistungen, also staatliche Dienstleistungen, wir eigentlich online machen können. Und zwar nach dem OZG, dem Online-Zugangsgesetz. Also es ist ein Gesetz, das eigentlich vorschreibt, dass alle Verwaltungsdienstleistungen online beantragt werden können. Beispielsweise, wenn man das Haus nicht verlassen kann. Das soll vorkommen, manche Menschen können das nicht. Und da macht es natürlich nur Sinn, dass man dann Sachen online beantragen kann. Und wie wir hier sehen können, außer Bayern sieht es eigentlich ziemlich schlecht aus. Nicht eine orangene Farbe ist irgendwo außerhalb von Bayern. Es gibt doch ein paar grüne hier, aber bei den meisten nicht so super. Und was mich jetzt dabei am meisten beunruhigt, jetzt überlegt einmal ganz kurz, wer dieses Sondervermögen aufgenommen hat. Das war hauptsächlich die Union. Die Union wird den Kanzler stellen, so wie das zumindest aktuell aussieht. Und naja, ich sag mal so, die Union ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass sie die Digitalisierung der Verwaltung fördert. Denn es gab eine Abstimmung und es wurde beschlossen, dass mehr Online-Zugangsgesetz gemacht werden soll oder mehr für die Digitalisierung der Verwaltung gemacht werden soll. Und das war in der Ampelzeit. Und naja, das Ganze ist genau in den Bundesländern blockiert worden, die von der Union geführt wurden.
Also die Partei, die jetzt diesen riesen Schuldenberg bekommt, die hat genau das eigentlich blockiert, nämlich die Digitalisierung der Verwaltung. Da fragt man sich natürlich, okay, aber das ist schlecht, oder? Und außerdem, mehr Geld ist nicht immer genau das, was wir brauchen. Und auch dazu habe ich euch eine Studie mitgebracht. Denn mehr Geld ist leider tatsächlich nicht immer das, was wir brauchen. Wir haben schon sehr, sehr viel Geld in die Verwaltung reingesteckt. Wir haben nämlich tatsächlich 16 Milliarden nur in die Verwaltungsdigitalisierung. Da ist kein Glasfaserausbau oder sonst irgendwas dabei. Mehr als 16 Milliarden wurden da reingesteckt bis 2024. Und rausgekommen ist bei Agoras Studie zur digitalen Transformation, dass die Verwaltung immer noch nicht digitalisiert ist. Also das, was wir auch alle jeden Tag merken. Ich meine, wer von euch, schreibt mir das bitte mal. Hat jemand von euch überhaupt die Bund-ID bei sich installiert? Das würde ich wirklich gerne wissen. Jetzt gerade auch mit der EPA und allem drum und dran ist ja auch nicht gerade gut gelaufen, ne? Aber auf jeden Fall, was haben wir denn? Naja, wir haben Probleme bei den politischen Prioritäten. Das heißt, manche Länder sagen einfach, nö, wir wollen das jetzt anders haben. Und deswegen implementieren wir oder bauen uns eine komplett eigene Lösung für unsere Verwaltungsdigitalisierung. Und naja, dadurch, dass eben die Verwaltung immer Kommunen- bzw. Ländersache ist und nicht immer Bundsache ist, dürfen die das auch. Die dürfen alle sich was Eigenes bauen und die können die Lösung von anderen verwenden, wodurch wir wahnsinnig viele geteilte Systeme haben. Das habt ihr gerade ja schon gesehen. Wir haben so viele Einzelsysteme, die teilweise nicht mal miteinander kompatibel sind. Manche setzen auf völlig andere Technologien als andere Bundes- oder Länder zum Beispiel und können dann nicht miteinander kommunizieren, beziehungsweise müssen dann halt alles von Grund auf neu bauen. Und vor allem und das ist das, was ich euch gleich noch zeigen möchte, sind bürokratische Strukturen, die Kultur und die Arbeitsweise einfach nicht transformationstauglich. Vereinfacht gesagt, was heißt denn, die Arbeitsweise ist nicht transformationstauglich? Naja, wenn ich erwarte, dass jemand eine Unterschrift, eine physische Unterschrift, auf einen Zettel setzt und das als gültig ansehe und nichts Digitales, wie zum Beispiel eine digitale Unterschrift, die übrigens deutlich fälschungssicherer ist, wenn ich das nicht akzeptiere, dann ist das nicht wirklich transformationstauglich, weil wie will ich denn physische Unterschriften machen, außer wenn ich vor Ort bin oder wenn ich einen Papierbogen hinschicke? Das wird ja sonst nicht akzeptiert. Es wird keine digitale Unterschrift an vielen Stellen akzeptiert. Ich muss hinlaufen. Hab tatsächlich gerade so einen Fall bei der Bank, ist aber nochmal ein anderer Fall. So, und im Grunde genommen gibt es auch keine, und dazu ist die Studie gekommen, das war nicht meine Schlussfolgerung, das ist aus der Studie raus, es gibt keine effektive Ausgabenkontrolle. Sprich, niemand weiß, wo eigentlich diese 16 Milliarden in Verwaltungsdigitalisierung hingeflossen sind. Dazu ein kleines Zitat. Das geplante Sondervermögen schafft finanzielle Spielräume, wird allerdings die strukturellen Probleme, die in diesem Fall den Glasfaserausbau hemmen und natürlich die anderen Prozesse, nicht lösen. Weil mehr Geld ist nicht immer zielführend. So, und jetzt habe ich euch, also ich kann natürlich nur von meiner eigenen Situation berichten. Ich habe nicht so viel andere Situationen, die ich berichten kann, außer meine eigene. Aber ich habe tatsächlich auch natürlich Kontakt mit dem Amt und ich habe mal eine Förderung beantragt. Und ich will euch da einmal ganz kurz zeigen, was ich damit meine. Mit genau diesen strukturellen Problemen, mit genau diesen Bürokratiemonster einfach. Ich habe eine Förderung beantragt für die Bootstrap Academy. Das ist meine Bildungsplattform, die im Grunde genommen für alle zugänglich sein soll. Ist tatsächlich, ihr könnt sie unten finden über den Link bootstrap.academy. Dort könnt ihr euch Informatik-Videos angucken und Quizfragen dazu machen und so weiter und so fort. Das ist, würde ich sagen, eine relativ coole Seite geworden. Ist völlig egal, ich habe Förderung dafür beantragt. Ich bezahle also 12.000 € und bekomme dann vom Staat 6.000 € wieder zurück. Wichtig ist, dass ich diese 12.000 € sofort oder vorher bezahlen muss und auch an eine einzige Rechnung. Ich darf es nicht aufsplitten, ich darf nicht sagen, ich zahle 2.000 hier, 2.000 hier, 2.000 hier. Es müssen 12.000,00 € auf dieser Rechnung drauf sein. Das ist die erste komische Anforderung, wollte ich aber einfach mal dazu sagen. Und dann bekomme ich später, nachdem das bewilligt wurde, 6.000 € zurück. Dazu muss ich natürlich einen Antrag ausfüllen. Und dieser Antrag, also zunächst einmal muss ich eigentlich rausfinden, welche Förderungen überhaupt für mich in Frage kommen, bevor ich das weiß. Und das ist gar nicht so einfach, zeige ich euch gleich. Aber ich muss dazu einen
Und dieser Antrag hat mehrere hundert Seiten gehabt. Also mit allem drum und dran. Das ist... nee, ich habe das Ding gesehen und habe mir gedacht, schaff ich nicht. Geht nicht, kann ich nicht machen. Das ist so viel Arbeitszeit für mich, das lohnt sich gar nicht. Also was habe ich gemacht? Ich habe jemanden beauftragt, der diesen Antrag für mich ausfüllt, weil der sich damit auskennt. Wenn man eine Sache mal gemacht hat, wenn man weiß, welche Informationen ein Amt haben möchte, dann ist das deutlich leichter machbar und deutlich leichter auch abzuschließen. Man ist einfach schneller dabei. Man hat vielleicht auch eine Software, die diesen Antrag dann teilweise vorausfüllt und so weiter und so fort. Kostet natürlich alles Zeit, das zu entwickeln, einzukaufen und so weiter und so fort. Die haben das. Deswegen können die mir das ein bisschen günstiger anbieten, als ich das vielleicht selber machen könnte. Also habe ich das denen gegeben und dafür 2.500 € bezahlt. Und dann habe ich ich habe das Geld vorgestreckt und ich habe 6 Monate später die 6.000 € vom Amt bekommen. Und trotzdem musste ich natürlich durch die Beauftragung, durch Rückfragen, durch kleinere, also ich musste schon nochmal selber einige Formulare ausfüllen, aber halt nicht diesen Riesenstapel an Formularen, sondern halt nur so 3, 4, die ich dann ausfüllen musste und so weiter und so fort, habe ich trotzdem nochmal, wenn ich es hochrechne auf meine Arbeitszeit, ich bin wie gesagt auch selbstständiger Freelancer, so ich berate auch Firmen und alles im Bereich IT, dementsprechend habe ich da auch meinen Stundensatz und habe auch Arbeitszeit im Wert von 2.500 € da reingesteckt. Sprich, am Ende ist von der Förderung eigentlich nur noch 1.000 € wirklich übrig geblieben. Sprich, statt 6.000 €, 1.000 €, das heißt 5/6 sind von dieser Förderung einfach verpufft für den Bürokratieaufwand, um diese Förderung zu beantragen. Natürlich kann man so eine Förderung nicht einfach an jeden auszahlen, das ist klar. Aber es ist so kompliziert mittlerweile geworden, dass ich mittlerweile wirklich einfach sage, ey, Förderung brauche ich nicht mehr beantragen. In der Zeit arbeite ich lieber einfach selber. Dann kann man es auch einfach gleich sein lassen. Und ich habe einfach mal für euch nach Bildung in dieser Förderdatenbank gesucht. Die ist übrigens gar nicht mal so schlecht. Also da wird dann einfach jede Förderung aufgelistet und die sind sehr, sehr divers. Allein wenn ich nach Bildung suche, also es gibt keine Komplettübersicht für alle Bereiche oder für alle Förderungen, die es so gibt, sondern ich muss speziell nach einem Bereich suchen. Wenn ich hier nach Bildung suche, kommen 656 verschiedene Förderungen, die ich beantragen kann. Und jede dieser Förderungen hat dann natürlich nochmal extra Anforderungen, wie zum Beispiel, ich muss in diesem Fall entweder eine staatliche oder staatlich anerkannte Hochschule sein, ich muss eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung sein oder sonstige Bildungseinrichtung oder Bildungsforschung oder eine Gemeinde und so weiter. Plus, ich muss das Ding in Deutschland haben, logisch, und ich muss mit einer Hochschule mit dran beteiligt sein. Das heißt, ich brauche eine Hochschule als Partner. Und gleichzeitig brauche ich Praxisunternehmen und gleichzeitig darf das Ding nur in Deutschland oder dem europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz genutzt werden. Sprich, einfach online stellen ist danach auch nicht. Und damit muss ich natürlich erstmal beweisen, dass das für meine Förderung, für das Projekt, was ich machen möchte, überhaupt alles gegeben ist. Und das dauert sehr, sehr lange. Und noch ein kleiner Side-Fact, ich habe mich vor kurzem auch wieder über Förderungen informiert. Habe mir überlegt, hey, gibt es vielleicht Förderungen, die man für die Bootstrap Academy noch bekommen könnte? Immerhin ist es einfach, wie gesagt, Bildung, die halt jedem zugänglich ist. So, kostet nichts und kann man einfach machen. Also habe ich mal geguckt, was gibt es denn da, was man machen kann? Naja, wie wäre es denn mit KI? KI gibt momentan unfassbar viele Förderungen. Kein Witz an der Stelle. Das Lustige daran ist, ich wollte dann eine Förderung beantragen, auch wieder mit so einer Hilfe von einem externen Institut. Und die haben tatsächlich zu mir im Gespräch gesagt, ich habe keine Aufzeichnung davon, da müsst ihr mir leider einfach glauben, könnt ihr aber trotzdem einfach mal selber probieren. Meine Idee, also weil das einfach schon machbar ist, was ich machen wollte, sprich ich wollte sowas wie einen Lernbegleiter für die Bootstrap Academy einbauen, dass man einfach wirklich jemanden hat, dem man Fragen stellen kann. Das kostet natürlich einfach sehr, sehr viel. So diese operativen Kosten sind hoch für so ein KI-Modell. Ich wollte aber einfach so jemand haben, wo man dann Fragen stellen kann und wo man dann eine Antwort bekommt. Und mir wurde dort gesagt, ja, das geht ja heute schon. Also, das ist nicht risikoreich genug. Wenn es heute schon geht, brauchst du dafür keine Förderung. Dementsprechend kriegst du keine. Ja, ich weiß nicht, was dann eine Förderung bringen soll, wenn wir irgendwo in die Zukunft denken, wo wir vielleicht gar nicht mal hinkommen. Aber gut, im Grunde genommen, was ich euch damit sagen möchte, ist Folgendes. Aktuell sieht Interaktion mit Ämtern oder Behörden so aus. Ich habe mehrere Fälle, wo ich gerade wirklich lange warte auf eine Rückmeldung von der Behörde. Ich warte vom Finanzamt gerade auf eine Rückmeldung seit mehreren
Ja, jetzt auch schon seit einem Monat. Ich warte auf eine andere Behörde schon seit 10 Monate und das sind nur ein paar Fälle. Das ist nicht unüblich. Und dazu muss ich erstmal einen Antrag stellen und genau wissen, was für ein Formular ich brauche, was ich wann, wo beantragen muss und wie viel mir zusteht. Wenn ich das richtig beantrage, dann wird das auf Seite des Amtes mehrfach geprüft, dann natürlich ausgedruckt, doppelt unterschrieben und dann wieder eingescannt. Das ist übrigens kein Witz. Es gibt Fälle, wo genau das passiert ist. Kleine Zwischenanekdote hier an der Stelle noch. Ich kenne jemanden, der arbeitet bei der Polizei und der musste Logdateien ausdrucken. Also wirklich ausdrucken und dann unterschreiben und wieder einscannen. Logdateien sind computergenerierte Auszüge von dem, was passiert ist. Das bedeutet, sie sind nicht mal menschenlesbar. Das sind nur Protokolle, was eigentlich im System passiert ist. Und da bringt eine menschenlesbare Sache überhaupt nichts. Also, ne, so eine Logdatei auszudrucken, die wird nie wieder angefasst. Und trotzdem wäre das theoretisch nötig gewesen. Und ja, dann bekommt man vom Amt natürlich eine Antwort, hey, du musst mir noch das und das liefern. Und dann sage ich, hey, das war in meiner ersten Anfrage drin. Und dann hoffe ich, dass der Server nicht abschmiert, dass es nämlich meiner Partnerin passiert. Nun gut. Und dann wird das natürlich nochmal geprüft und dann brauchen wir das nochmal doppelt unterschrieben. Das ist das, was wir aktuell gerade haben. Was wir brauchen oder was das Ideal wäre, ist das hier. So sieht ein digitaler Staat aus, der wirklich vernünftig diese Dienstleistung auch digitalisiert hat. Ich muss nicht hingehen und sagen, hey, das sind meine Rechte, hier sind alle Formulare. Nein, ich gehe einfach hin und in meiner App habe ich dann alles hinterlegt, was der Staat über mich wissen muss und kann das dann freigeben im besten Fall und kann sagen, hier, das sind die Formulare, die du brauchst. Oder ich merke das nicht mal, dass die Formulare genommen werden. Ich bekomme einfach eine Anfrage, hier, diese Formulare werden eingezogen und dann bekomme ich das Geld einfach. Und im besten Fall bekomme ich sogar noch gesagt, hier schon mal, das ist ein Kurs, wenn du den abschließt und eine Prüfung dazu belegst, dann schaffst du den, dann bekommst du direkt auch ein Jobangebot. Das wird dann im besten Fall auch direkt vom Staat vermittelt und bumm, habe ich schon einen Job, wenn ich diesen Kurs gemacht habe. Das wäre so der Idealfall. So, das wäre das, wie man wirklich Menschen aus dem Bürgergeld, um auf das Initialbeispiel wieder zurückzukommen, raushelfen könnte. Dann brauchen wir diese ganzen Prüfungen und so weiter, brauchen wir dann nicht mehr in diesem riesigen Ausmaß. Dann kann man einfach diese Informationen nehmen, automatisch analysieren und hier meine ich explizit nicht mit KI. Dazu will ich auch gleich nochmal was sagen. Aber ja, es geht im Endeffekt darum, dass ich diesen Prozess an sich anders denke. Dass ich nicht mehr alle Formulare im Vorfeld schon hinschicken muss und dann im Endeffekt nachreichen muss und vielleicht noch sonstige Sachen haben muss und zusammensuchen muss, vielleicht von anderen Behörden, die mir dann auch wieder 6 Monate nicht antworten. Ist tatsächlich vorgekommen. Das Ganze skaliert. Das bedeutet, es ist völlig egal, wie viele Menschen gerade eine Anfrage stellen. Die wird einfach beantwortet, weil es im Hintergrund ein System gibt, das mir antwortet und nicht ein Mensch, der das beantworten muss. Ein Mensch ist in seiner Zeit natürlich limitiert. Ein System kann mir einfach auch mitten in der Nacht eine Antwort schicken, wenn ich das brauche. Und zwar eine technische Antwort. Das ist ein Button, auf den man draufdrückt. Das zweite ist, wir haben eine sehr viel schnellere Antwort, weil diese Dokumente dann im besten Fall bei uns in der App liegen. Also im besten Fall nicht bei den Behörden selber, weil sonst haben wir wieder Sicherheitsrisiken. Aber ich könnte die zum Beispiel einfach bei mir in der App lagern und auf Bedarf können die abgefragt werden. Und ich kann bestätigen, dass das gemacht werden soll. Dadurch kommen die Informationen von vielen verschiedenen Behörden zusammen. Egal, ob ich jetzt bei der Barmer versichert bin, bei der Techniker versichert bin oder bei der AOK, die sind halt trotzdem mit da integriert. Und wenn dann der Staat von mir wissen muss, ob ich gerade krankgeschrieben bin, dann bekomme ich das auch in diese App rein und kann das, wenn der Staat das möchte und ich das auch möchte, kann ich das abschicken im besten Fall. Das heißt, ich muss nicht mehr hin und her rennen, sondern die Behörden liefern mir einfach die Informationen, ich speichere die bei mir lokal. Okay, das Ganze lässt sich selbstverständlich auch personalisieren, um auf dieses Bürgergeldbeispiel zurückzukommen. Wenn ich jetzt heute Bürgergeldempfänger werde oder viele ITler, die vielleicht dann sagen, hey, wir wollen nicht unbedingt mit vielen Menschen arbeiten, weil das liegt mir einfach nicht. Natürlich verweigere ich als ITler einen Job, der mir überhaupt nicht liegt, wo ich beispielsweise über meine Grenzen gehen würde, weil ich einfach ein introvertierter Mensch bin. Ich interagiere nicht viel mit Menschen. Wenn ich jetzt dann aber einen Job vorgeschlagen bekomme in der Pflege oder, keine Ahnung, im
in irgendwas, wo man viel mit Menschen interagieren muss, dann bin ich da schon ziemlich geneigt dazu abzulehnen. Während, wenn mir dann ein Job vorgeschlagen wird, der ähnlich ist zu meinen Qualifikationen, die ich ohnehin schon habe, und dann vielleicht noch eine Fortbildung gegeben wird, die auf dem aufbaut, was ich ohnehin schon habe, dann wäre das etwas, was ich viel eher annehmen würde. Diese Personalisierung ist aber sehr viel Arbeit. Das kostet in der Verwaltung sehr viel Geld, weil da muss man sich erstmal reinarbeiten. Die müssen erstmal selber verstehen, was gibt es eigentlich gerade an Fördermitteln, was gibt es gerade an Kursen, wo könnte ich hin und was möchte ich eigentlich. Diese Zeit, die gibt es einfach oftmals nicht. Während so eine digitale Lösung, die könnte das einfach errechnen und mir dann Vorschläge geben und mir Fragen stellen, was ich haben möchte. Und das nächste ist, insgesamt einfach gesehen, wird so der Staat natürlich sehr viel transparenter. Ich habe alle Informationen, ich weiß, was mir zusteht, ich weiß auch, was ich beantragen darf und was halt nicht. Wenn da steht, hey, dein Einkommen ist zu groß, du kannst kein Bürgergeld beantragen, oder dein insgesamtes Vermögen ist zu groß, du kannst kein Bürgergeld beantragen oder kein Elterngeld beantragen, dann ist das so. Dann sehe ich aber auch, warum ich abgelehnt wurde. Plus, man kann sich sehr, sehr viel mehr engagieren auch. Man kann sehr viel mehr interagieren auch mit dem Staat, ohne jetzt da so eine riesige Hemmschwelle zu haben. So, in der Praxis sieht das aber im OZG, wie gesagt, ungefähr so aus. Und das OZG an sich ist da auch schon wieder ein bisschen, naja, ich würde mal sagen, problematisch. Denn das Online-Zugangsgesetz regelt nur den Online-Zugang, sprich, wie ihr mit den Behörden interagiert. Und das spürt ihr vielleicht. Hier vielleicht auch kurz ein Zitat. Zwar ist vorgeschrieben, dass die Antragstellung für Bürger und Bürgerinnen digital werden soll, wie der Antrag auf Behördenseite dann weiterverarbeitet wird, ist aber nicht definiert. Das heißt, die Prozesse sind oft nur an der Oberfläche digitalisiert, im Amt selbst jedoch nicht. Das BAföG-Desaster beweist das besonders anschaulich. So, und das bedeutet, ich kann zwar auf meiner Seite das Ganze von meiner Bund-ID-App machen, aber auf der Behördenseite wird halt immer noch ein Mensch drüber gucken und immer noch muss ich alles genauso machen wie davor. Es ist im Endeffekt nur der Gang zum Amt, der digitalisiert wurde und wegfällt für mich. Auf Behördenseite ist immer noch alles genau gleich. Und das ist ein großes Problem. Wir müssen das insgesamt anders denken. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Selbst wenn wir weiterhin sehr viel Geld darauf schütten, viele Menschen gehen bald in Rente und dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit, die Behörden so weiter zu betreiben, wie es jetzt läuft. Und es läuft jetzt schon nicht gut. Wenn ich einen Antrag an eine Behörde stelle, dann läuft das so langsam, dass es für mich teilweise geschäftsschädigend ist. Ich habe gerade einen Antrag, wo ich was für YouTube nachweisen muss, dass ich hier wirklich wohne. Und wie gesagt, das Finanzamt ghostet mich seit einem Monat. Und ich brauche das, damit überhaupt YouTube an mich was auszahlen kann. Was irgendwie komisch ist, weil ich bin nicht das Bottleneck an der Stelle. Aber genau, wir müssen das Ganze umdenken. Wir müssen wirklich die Prozesse automatisieren, denn nur dadurch haben wir mehr Zeit zur Verfügung. Und in Zeit kann man auch wieder wirkliche Arbeit machen. Beispielsweise, wenn ich mich nicht mit Behörden auseinandersetzen muss, sondern das Ganze automatisch läuft, habe ich mehr Zeit, um für euch hier YouTube-Videos zu erstellen, wodurch ich Steuern zahle, weil ich Einnahmen habe. Wenn Behördengänge automatisiert werden, wenn aber auch die Behörden Dinge automatisieren, dann haben die plötzlich auch viel mehr Arbeitskräfte und können andere Themen anpacken in einer Behörde. Wir wollen also allen Arbeit wirklich abnehmen und damit die Zeit irgendwie mit sinnvollen Dingen verbringen. Beispielsweise auch mehr Bildung, mehr Fortbildung, um die Fachkräfte dann zu haben, die wir so dringend brauchen. Deswegen bin ich der Meinung, wir müssen insgesamt einfach das Ganze umdenken. Wir dürfen nicht mehr den Mensch als nervigen, dummen Bittsteller sehen, der nur Geld einstreichen möchte, und den Staat dann als ein möglichst langsames, blockierendes Organ denken, was möglichst wenig auszahlen möchte, um einfach nur möglichst viel zurückzuhalten und dann möglichst den Prozess so unangenehm zu machen, dass man ihn gar nicht mehr angeht. Davon müssen wir wegkommen. Wir müssen den Staat als etwas sehen, das Menschen befähigt, Dinge zu machen, und den Menschen an sich dann als den Macher von mir aus. Sprich, wenn jemand eine Idee hat, wenn jemand umgeschult werden möchte, weil er da mehr Bock drauf hat, dann sollte das auch passieren. Und dann sollte nicht gesagt werden, hey, nee,
du hast schon eine Ausbildung, mach die mal. Können wir schon brauchen, gerade. So, hier ist ein Jobangebot, nimm das an. Da gibt es so viele auch Förderungen im Bereich, die man einfach nicht braucht. Da vielleicht noch ganz kurz eine Anekdote. Jemand hat sich umgeschult, hatte schon eine feste Ausbildungsstelle zugesagt, aber 2 Monate mussten mit Bürgergeld überbrückt werden. Und in diesen 2 Monaten kam schon eine Anfrage, dass diese Person doch bitte eine Weiterbildung für richtige Bewerbung machen soll. Also wie man sich korrekt bewirbt. Dazu 2 Sachen. Erstens mal, die Schulung, wie man sich bewirbt, war ungefähr 20 Jahre alt. Das heißt, komplett veraltet, das macht man heutzutage nicht mehr so. Und das Zweite ist, warum bewerben? Die Person hatte schon eine feste Zusage für eine Ausbildung. Und genau da müssen wir einfach anders denken. Da müssen wir einfach den Mensch plötzlich als etwas Wertvolles denken, dessen Zeit wertvoll ist, und den Staat im besten Fall als jemanden, der den Menschen unterstützt und nicht blockiert. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass plötzlich auch wieder sehr viel mehr Menschen Bock haben auf Arbeit. Das ist ja genau das, was die CDU die ganze Zeit fordert. So, jetzt ist das ein sehr langes Video geworden. Ihr dürft mir super gerne euer Feedback geben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Hier nochmal einmal ganz kurz, wenn ihr News haben wollt, auch zu so einem Thema übrigens, meine Newsquelle primär ist einfach mein Morphreader geworden. Kein Witz an der Stelle. Ich verlinke natürlich die vollen Artikel immer unten drin. Das ist, wie gesagt, ein RSS-Feed. Das ist im Grunde genommen ein Feed, wo immer drin steht, hey, diese Webseite hat gerade was veröffentlicht, liest das hier. Aber eben so, dass ihr filtern könnt, was ihr sehen wollt und was nicht. Und ja, einmal ganz kurz, so wie das aussieht hier. Na? Das ist schon irgendwie schon sehr übersichtlich, würde ich behaupten. Holt euch gerne die App, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten, ich entwickle die App zu 100% selber. Dementsprechend, ich habe schon wahnsinnig viel Feedback von euch bekommen und das wird eigentlich auch regelmäßig eingebaut. Ich push jede Woche mindestens eine neue Version gerade. Deswegen, falls es irgendwann mal bei euch nicht so funktioniert hat, wie sollte, erstens mal danke für euer Feedback und zweitens probiert es gerne nochmal aus und gebt dem Ganzen eine zweite Chance. Das ist, wie gesagt, ein kontinuierlicher Prozess. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder im Cyberspace. Bis dann, ciao.